Ja, hallo. Hallo vor den Monitoren. Hallo erstmal. Ich bin heute zu Gast bei Michi von Faszination C64 und meine erste Frage an dich lautet, sag mal, wie bist du eigentlich auf die ganze C64-Sache gekommen? Kannst du die Kommentare schauen? Mir geht's genauso wie all meinen Zusehern. An dieser Stelle auch danke für die Kommentare. Macht immer viel Spaß, das zu lesen. Wir sind einfach damals mit dem C64 aufgewachsen. Und jetzt, wo man so ein bisschen ins Alter kommt, erinnert man sich daran wieder. Und es war eine schöne Zeit, es war eine lustige Zeit. Und jetzt fangen wir alle wieder an, uns mit diesem Gerät zu beschäftigen. Bei mir war es dann so, weil ich auch früher schon immer gerne gebastelt habe im Elektronikbereich, also weniger programmieren, dass ich jetzt eben auch wieder angefangen habe, einfach mir ein Platinchen zu schnappen, ein bisschen was zusammenzulöten. Und so ist das von ganz allein entstanden, ohne dass ich großartig was dazu gemacht habe. Es war also wirklich nur ein Hobby und auf einmal ist es so eine Art Nebenerwerb geworden. Wie entwickelst du deine Schaltungen? Wie läuft sowas ab? Im Prinzip habe ich einfach eine Idee, was ich machen möchte, was ich mit so einer Schaltung realisieren möchte. Und dann setze ich mich hin, baue das auf, ganz klassisch auf einem Steckbrett oder auch mit so Lochrasterplatinen. Einfach nur ein Versuchsaufbau als Proof of Concept. Und wenn das klappt soweit, das kann natürlich auch mal ein paar Tage dauern oder ein paar Wochen, dann geht's daran, dann kommt das Ganze in eine Software, also als Platine dann zum Gestalten in so eine Layout-Software. Und dann lasse ich die Platinen natürlich fertigen von einem professionellen Platinenhersteller. Hast du das eigentlich alles gelernt? Nein. Gelernt habe ich tatsächlich Elektroniker, also von den Basics habe ich Ahnung. Alles andere, wie beispielsweise Anleitungen schreiben oder mal eine Platine routen oder auch mal so eine Verpackung entwerfen. Das sind Sachen, die habe ich mir einfach schön selber nach und nach, Schritt für Schritt beigebracht. Und ich finde, es hat eigentlich auch ganz gut geklappt bisher. Machst du wirklich alles selbst? Ja. Also es ist tatsächlich so, ich habe halt eine Idee für eine Schaltung oder ich finde was im Internet, was mir gefällt oder auch aus alten Computerzeitschriften. Dann will ich das nachbauen. Mache ich dann auch. Und wenn ich möchte, dass ich das tatsächlich in die Serienreife bekomme für eben den Verkauf, dann mache ich da eine schöne Platine davon mit so einem Platinenprogramm. Dann geht das zum Platinenfertiger. Ich stelle den Bausatz zusammen, mache eine schöne Anleitung dazu. Aber ja, nichts zugekauft. Verdienst du eigentlich richtig viel Geld damit? Ja, richtig viel. Nein, die Sache ist ein Hobby. Es hat Hobbycharakter für mich nach wie vor. Und so soll es auch bleiben. Ich verdiene damit ein kleines Taschengeld. Es ist halt ein Nebenerwerb. Was momentan natürlich noch im Speziellen dazu kommt, ist einfach die Chip-Krise, die weltweite. Wenn ich beispielsweise dieses BMC64, den C64-Emulator nehme, da ist der Raspberry innerhalb von ein paar Monaten aufs Doppelte, teils aufs Dreifache vom Preis gestiegen, wenn man ihn überhaupt bekommt. Also das ist echt ein Problem momentan mit diesem Raspberry. Und ich kann natürlich diese Preise, die momentan einfach absolut im Höhenflug sind, nicht 1:1 weitergeben. Möchte ich auch nicht, muss auch nicht sein. Wie gesagt, der Verdienst ist sowieso nicht an erster Stelle. Du hast ja gerade eben die weltweite Chipkrise angesprochen. Ja. Woher beziehst du eigentlich deine Bauteile? Ja, weltweit. Hauptsächlich natürlich aus China. Elektronik kommt grundsätzlich aus China, auch wenn man die in Deutschland bestellt. Sie kommt nun mal aus China. Da komme auch ich nicht drum. Insofern muss ich die auch in China bestellen. Jetzt wirst du ja bei eBay in den Bewertungen immer wieder ganz stark gelobt für deine tollen Anleitungen, dass sie so schön ausführlich und so toll bebildert sind. Wieso machst du das eigentlich so ausführlich? Warum mutest du den Leuten zu, dass die sich so viel an Zeug durchlesen müssen? Weil ich kann. Ich hätte geantwortet, weil ich es einfach schön finde, wenn jemand so einen Bausatz zusammenbaut oder auch wenn er das Fertigmodul kauft, dass er dann wirklich reibungslos mit der Sache arbeiten kann, dass es auch von Anfang an funktioniert und da überhaupt keine Fragen entstehen. Einfach damit dieses Hobby wirklich schön bleibt und nicht durch irgendwelche Negativerlebnisse getrübt wird in irgendeiner Form. Aber das hätte jetzt nur ich gesagt. Deine Antwort ist natürlich auch super. Trotzdem deine Anleitungen so ausführlich sind, warum stehen auf den Platinen keine Bauteilwerte? Ja, also ist richtig, ich habe tatsächlich, da stehen keine Bauteilwerte drauf. Es sind immer nur die Umrisse des Bauteils drauf, ohne Wert. Einfach aus dem Grund, es kann mal sein, dass ein Bauteil nicht verfügbar ist in dem gewünschten Wert, wie er eigentlich im Schaltplan oder laut Schaltplan erforderlich wäre. Dann nehme ich einen geringfügig anderen, der die Funktion natürlich vollkommen in Ordnung und intakt lässt. Aber wenn dann ein anderer Wert auf der Platine stünde, als mitgeliefert ist im Bausatz, würde das vielleicht den einen oder anderen verwirren. Deswegen lasse ich die Werte komplett weg. Dann habe ich diese Freiheit, eben sowas auszugleichen und keiner muss sich an irgendwas stören. Verstehe, deswegen hast du auch keine Stücklisten. Ja, habe ich auch nicht, das ist richtig. Ist nicht ganz industrieller Standard. Normalerweise würde eine Stückliste eben dazugehören. Aber da ist genau das gleiche Problem wieder. Wenn dann ein Wert mal abweicht,
würde sich jemand verwirren lassen, eventuell möchte ich einfach nicht. Deswegen auf der Platine einfach so ein bisschen malen nach Zahlen. Da, wo der Kondensator passt, da gehört er auch rein und der Wert ist eigentlich nicht so wichtig. Kann man deine Sachen eigentlich auch an anderen Commodore-Rechnern benutzen, außer am C64? Ja, durchaus. Beispielsweise so ein EEPROM-Adapter, der ist natürlich für EEPROMs generell geeignet, ob die jetzt in dem C64 stecken oder in dem C128 oder sonst einem Rechner. Das ist dem Adapter natürlich egal. Allerdings ist es so, dass ich die Sachen nur im C64 teste bzw. entwickle und dann da auch eben ausprobiere. Alles, was an anderen Rechnern auch funktioniert, habe ich nicht getestet. Da kann ich also auch keinen Support leisten. Zockst du überhaupt noch selber? Ja, also gelegentlich schon, wenn auch selten, aber beispielsweise dieses Bart's Tale, das war damals schon immer mein Lieblingsspiel als Jugendlicher. Da habe ich Stunde um Stunde verbracht und da habe ich tatsächlich letztes Jahr im Sommer mal wieder angefangen. Ganz von vorn mit einer ganz frischen Party. Hat richtig viel Laune gemacht. Also ja doch, manchmal spiele ich auch noch. Dein erster Schwung Videos ist ja recht gut angekommen. Oh ja, war ich richtig überrascht. Vielen Dank an alle, die sich diese Videos antun. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch so viele Leute schauen. Hat echt Spaß gemacht, die zu erstellen. Aber eigentlich wolltest du ja was anderes fragen. Ja, hättest du das erwartet? Nee, tatsächlich nicht. Nein, wirklich nicht. Ich habe gedacht, ich mache das eben als kleine Hilfe, wenn jemand den Bausatz kauft und das aufbauen möchte, dass er mal sieht, wie das zusammengelötet wird. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele Leute dann gleich schauen. Vor allem so viele Likes und so viele Kommentare. Also ganz toll. Vielen lieben Dank dafür. Freut mich sehr. Und ich habe noch mehr Spaß an der ganzen Geschichte. Prima. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir dieses Video zu erstellen. Danke, mir auch. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.